Embrace the World of Fly Fishing. Das ist das Motto der neuen Ready-to-Go-Kits aus dem Hause Guideline und ich bin mega happy, denn ich habe hier mit mir eins der allerersten 9er-Kits. Die Klasse 9 natürlich optimal für die Hechtfischerei und optimal ist bei diesen Kits vor allen Dingen auch das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr bekommt Rute, Rolle, Schnur und das Ganze wunderbar verpackt in einem Cordura Transportrohr und in diesem Fall hier für nur 320 €. Also das ist wirklich mega stark, vor allen Dingen, wenn man weiß, dass in diesen Kits die Nova-Fliegenrolle von Guideline, also das umweltfreundliche Aushängeschild aus der Rollenfamilie mit dabei ist. In diesem Fall die Klasse 7-9, die ja alleine schon um die 190 € kostet. Also für 320 € sprechen diese Kits hier natürlich vor allen Dingen preisbewusste Fliegenfischer, aber auch Anfänger an, die sich keine Gedanken darüber machen möchten, wie sie ihr Tackle zusammenstellen. Denn das haben die Jungs und Mädels von Guideline für euch gemacht, indem sie die Rute und die Schnur und die Rolle perfekt aufeinander abgestimmt haben. Das Ganze wird wie gesagt hier geliefert in diesem Cordura Transportrohr. Umweltfreundliches Packaging, auch das natürlich wichtig für Guideline unter dem Motto Clean all the way. Machen Sie sich zu diesem Thema ja immer mega viele Gedanken. Ja, wie gesagt, schönes Cordura Transportrohr, hier mit Rollenschutz integriert. Und hier sehen wir sofort die Nova Fliegenrolle in dem schönen Schwarz. Falls ihr das Video mit unserem Test zur Nova Rolle noch nicht kennt, verlinken wir es mal hier für euch. Also da nochmal alle Infos zu dieser 100% recycelten Fliegenrolle von Guideline, die auch optisch wirklich einiges hermacht. Ja, das Handteil, ihr seht es natürlich in der Klasse 9 mit einem Full-Wales-Griff, mit einem Fighting-Butt und kleine Info für euch zum Routenblank. Das hier ist ein hochwertiger 26 bzw. 30T Carbon-Blank, also sehr gute Qualität. Und von der Aktion her könnte man sagen, ein Nachfolger der beliebten Stoke-Routen, die aber optisch nochmal wirklich aufgepäppelt wurden. Das Ganze ist hier in einem schönen matten Grau, schlichte Zierwicklungen in Schwarz mit kleinen grünen Highlights, was ich finde sehr gut zum Thema Hecht passt. Ja, darauf verbaut der relativ schlichte Aluminium-Schraubrollenhalter mit Doppelmutter, damit die Rute und die Rolle wirklich fest miteinander verbunden sind. Und dann, wie ihr seht, die Nova-Rolle schon fertig bespult mit Backing und einer speziellen Hechtschnur. Guideline hat für die Embrace-Kits jeweils eine neue Schnur entwickelt und für das Pike-Kit ist es die neue Power Boost WF, also eine Weight-Forward-Schnur. Wir haben hier eine Floating-Variante, mit der ihr wirklich sehr, sehr universell aufgestellt seid und viele typische Szenarien am Hechtwasser optimal abdecken könnt. Mit dabei ist auch schon das passende Vorfach, sodass ihr eigentlich nur noch eine ADH Big Fish Fly braucht, anknoten und dann geht's schon los ans Wasser. Wir schauen uns noch die anderen Teile an, die hier in unserem Cordura Transportrohr sicher verstaut sind. Das Ganze natürlich vierteilig, um es optimal zu verpacken und mitzunehmen. Und auch hier wirklich alles sauber verarbeitet. Auf dem ersten Teil haben wir 2 Leitringe, sehr, sehr stabil. Und danach haben wir filigrane Einstegringe, die das Ganze abrunden. Ich würde sagen, ich baue die Route jetzt mal zusammen, knote mir meine ADH Big Fish Fly ran und dann geht's raus ans Wasser. Ich habe mir die Schnur jetzt durchgezogen, alles aufgeregt. Es war wirklich nicht mehr viel zu tun, nur noch meine Fliege eingehängt. Und jetzt geht's los. Ich nehme euch mit an den ersten Spot mit dem Embrace Pike Kit. Schauen wir mal, ob die Hechte hier noch im Flachwasser stehen. Natürlich optimal mit meiner Floating-Schnur. Und ich würde sagen, kommt mal mit, wir machen die ersten Würfe zusammen. Ja Leute, erster Spot mit der Embrace Pike. Ich habe mir eine schöne Flachwasserbucht hier rausgesucht, hatte hier vorne schon meine erste Attacke gerade und möchte euch jetzt meinen ersten Eindruck zu der Kombi aus Rute und Schnur geben. Die Rute lässt sich wirklich leicht laden hier mit unserer Schwimmschnur und selbst etwas längere Würfe sind überhaupt kein Problem. Ohne große Leerwürfe seid ihr schnell wieder draußen am Fisch.
Die Route von der Aktion her würde ich sagen auf der schnelleren Seite, dabei aber nicht nur aus der Spitze arbeiten, sondern auch tief in den Blank. Das merkt man bei weiteren Würfen, das merkt man mit Sicherheit auch mit großen Streamern und das merken wir hoffentlich gleich auch im ersten Drill. Oh, ja, 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 da ist er. Ja. War kein großer Fisch, aber der erste auf mein neues Embrace Kit. Jawohl, komm her. Steht richtig flach da in der Bucht. Ah, schön. Da ist er, kleiner Mann. Lass mal schnell wieder gehen. Hopp, komm her. Jawohl. Kleiner Kollege ganz vorne genommen. Schön. Jo, kleiner erster Hecht auf meine neue Embrace-Route und weg ist er. Schnell zurück ins Flachwasser. Schön, macht Bock. Ja, beim Hechtfischen ist ja so, dass Flachwasserfischen wirklich mein absoluter Favorit, weil es so visuell ist. Gerade mit einer hellen Flashfliege, so wie ich sie jetzt gerade dran habe, und einer Schwimmschnur ist das wirklich genial. Also auf die gesamte Wurfdistanz kann ich jetzt hier im klaren Wasser meine Fliege verfolgen und sehe dann wirklich schon, wenn ein Hecht hinterherkommt und wenn er das große Maul aufmacht und die Fliege weg ist. Das macht einfach richtig, richtig Bock. Und ja, wenn die Fliege dann auch so gut rausballert wie jetzt mit dem Kit, dann ist natürlich doppelt schön. Ja, Leute, das war einer der geilsten Takes ever. An der Oberfläche, ich fische ja immer noch mit der Schwimmschnur. Und er kam drauf, einmal kurz stehen lassen, meinte Martin. Und dann kam er noch ein zweites und ein drittes Mal. Und jetzt hängt er. Und es ist ein schöner Fisch auf jeden Fall. Sind einen Tick tiefer gegangen, aber auch da könnt ihr noch mit der Schwimmschnur gute Fische fangen. Jawohl, da ist er. Na, komm her. Ja, die Nova-Rolle, saubere Bremse. War ich noch mal ein bisschen zu. Jetzt hole ich den Kollegen mal ran. Gucken wir mal. Oh. Jawohl, da ist er. Ich nehme dann gerne einmal das Vorfach, ziehe ihn ran, lasse ihn im Wasser. Oh, schöner Fisch. Wow. Ui, ui, ui. Und dann mit der Hand hier in den Kiemendeckel, da wo es ganz weich ist, nach vorne rutschen und dann fest dagegen drücken, dann habt ihr ihn und da ist er. Mega schöner Fisch. Schaut euch das mal an, richtig dicke Flanke. Mega. Macht Bock. Richtig schöner Fisch, gut im Futter. Ja, da ist er. Oh, schöner, richtig dicker, wohlgenährter Hecht. So macht Hechtfischen im Herbst und Winter einfach Bock. Schaut euch das mal an. Richtig dicker Bauch. Tolle Farben hier oben. Dieser blaue Schimmer passt zu meiner Fliege. Richtig geil. Jawohl. Schöner Fisch. Und den lassen wir wieder schwimmen. Da geht er. Mega. Schön. Macht Bock. Einmal schnelle Handlandung. Jawohl. Das ist der letzte für heute. Wollte gerade Schluss machen. Zum Auto zurück. Schöner Abschluss hier für meine Embrace. Einmal schnell die Fliege raus. Jawohl, sitzt ganz vorne. Cool. Darf der Kollege schnell wieder gehen. Au revoir. Ja, das war mein letzter Hecht des Tages. Mein Test mit der Embrace Pike von Guideline ist vorbei. Eine Route, die wunderbar abgestimmt ist. Schnur und Route arbeiten super zusammen. Und das i-Tüpfelchen für mich auf jeden Fall die Nova Fliegenrolle. Eine super schöne Rolle auf ein Paket, was ein überragendes Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Wenn ihr auf der Suche seid nach rundum sorglos Paketen, dann schaut sie euch an. Die Embrace Kits von Guideline
fängt bei der Forelle an, hört beim Lachs auf und dazwischen wirklich 8 wunderbar abgestimmte Kits. Viel Spaß damit und Tight Lines am Wasser.